Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Tief unter dem Wüstensand von Saqqara, in einem Labyrinth aus Stollen, das über Jahrtausende versiegelt war, liegt ein Rätsel aus Stein. 24 massive Sarkophage, jeder aus einem einzigen Block Granit geschnitten, bewachen eine Stille, die lauter spricht als jede Inschrift. Sie waren nicht für Pharaonen bestimmt, doch ihre Perfektion übertrifft vieles, was wir aus den Königsgräbern kennen. Dies ist die Geschichte einer Präzision, die an den Grenzen unseres Verständnisses kratzt und uns zwingt, die Fähigkeiten der alten Meister neu zu bewerten. Guten Abend. Ich lade Sie ein, mit mir an einen Ort zu reisen, an dem die Zeit selbst in den Sandkörnern gefangen zu sein scheint. Wir schreiben das Jahr 1850. Die Sonne brennt unbarmherzig auf die Nekropole von Saqqara, jene riesige Stadt der Toten, die seit Jahrtausenden über dem westlichen Nilufer wacht. Hier, im Schatten der Stufenpyramide des Djoser, sucht ein junger französischer Gelehrter namens Auguste Mariette nicht nach Gräbern von Pharaonen, sondern nach alten koptischen Manuskripten für den Louvre. Seine Mission ist ins Stocken geraten, die Mittel sind knapp und die Frustration wächst. Doch die Geschichte hat oft ihre eigene, unergründliche Art, uns zu führen. Bei seinen Streifzügen durch die Wüste bemerkt Mariette etwas Seltsames. Der Kopf einer Sphinx, der aus einer Sanddüne ragt, dann ein weiterer und noch einer. In seinem Geist hallt die Beschreibung des antiken griechischen Geographen Strabo wieder, der von einer Allee aus über 100 Sphinxen berichtete, die zu einem Tempel des Serapis führte, einem Ort, der längst in den Mythen und im Sand verloren schien. Strabo schrieb von einer Allee, die so tief vom Sand begraben war, dass man Gefahr lief, sich zu verirren. Angetrieben von dieser wiederentdeckten Erinnerung vergisst Mariette die Manuskripte. Er stellt ein Team von Arbeitern zusammen und beginnt zu graben. Tag für Tag, Woche für Woche kämpfen sie gegen die unerbittliche Wüste, die ihre Geheimnisse nur widerwillig preisgibt. Sie folgen der Linie der steinernen Wächter, jeder einzelne befreit aus seinem sandigen Grab. Die Allee führt sie zu einem Halbkreis aus Statuen griechischer Denker und Dichter, ein Hinweis auf die ptolemäische Ära, als ägyptische und hellenistische Kulturen verschmolzen. Und dann, am 1. November 1851, stoßen ihre Schaufeln auf etwas Hartes. Es ist nicht nur ein weiterer Stein. Es ist der Sturz einer Tür, der Eingang zu einem unterirdischen Komplex, der seit dem Ende des Römischen Reiches von keinem Menschen mehr betreten wurde. Die Luft, die aus der Dunkelheit strömt, ist Jahrtausende alt. Niemand, nicht einmal Mariette in seinen kühnsten Träumen, konnte ahnen, was sich hinter dieser Schwelle verbarg. Bevor wir mit Mariette durch die wiederentdeckte Tür treten, müssen wir innehalten und verstehen, welchem Zweck dieser Ort diente. Denn das Serapeum war kein gewöhnliches Grab und keine einfache Tempelanlage. Es war das Herzstück eines der langlebigsten und faszinierendsten Kulte des alten Ägypten, der Verehrung des Apis-Stieres. Für die Ägypter war der Apis-Stier weit mehr als nur ein Tier. Er war die lebende, atmende Inkarnation, das Ba, die Seele des großen Schöpfergottes Ptah von Memphis. Nach dem Glauben wurde nach dem Tod eines Apis-Stieres
seine Seele in einem neuen Kalb wiedergeboren. Priester durchkämmten das ganze Land auf der Suche nach diesem besonderen Tier, das an spezifischen heiligen Merkmalen zu erkennen war. Ein schwarzes Fell mit einem weißen Dreieck auf der Stirn, dem Abbild eines Geiers auf dem Rücken, doppelten Haaren am Schwanz und einem Skarabäus-Symbol unter der Zunge. War der neue Apis gefunden, wurde er in einer feierlichen Prozession nach Memphis gebracht. Dort lebte er in einem luxuriösen Tempel, wurde von Priestern umsorgt, mit feinsten Speisen gefüttert und als Orakel befragt. Sein Verhalten, seine Bewegungen, selbst die Kammer, die er zuerst betrat, wurden als göttliche Botschaften interpretiert. Sein Leben war ein einziger, langer Ritus, doch auch ein heiliger Stier ist sterblich. Wenn der Apis starb, trauerte ganz Ägypten. Sein Körper wurde mit der gleichen Sorgfalt und dem gleichen aufwendigen Prozess mumifiziert wie der eines Pharaos. Die 70-tägige Einbalsamierung war ein Staatsereignis. Anschließend wurde die riesige Mumie in einer gewaltigen Prozession nach Sakkara gebracht, zu seiner letzten Ruhestätte, dem Serapeum. Hier, in den unterirdischen Gängen, sollte der verstorbene Gott nun eins mit Osiris als Osiris Apis oder Serapis seine ewige Ruhe finden. Jede Generation von Stieren erhielt ihre eigene Grabkammer, einen eigenen Sarkophag. Das Serapeum ist also mehr als nur ein Friedhof. Es ist ein Kalender aus Stein und Fleisch, ein Zeugnis für den ununterbrochenen Glauben an die göttliche Manifestation auf Erden über fast 2000 Jahre hinweg. Zurück zu Mariette und seinen Männern im November 1851. Nachdem sie den Eingang freigelegt und die Trümmer beiseite geschafft hatten, die den Weg versperrten, standen sie vor einer absoluten Finsternis. Mit Fackeln und Kerzen bewaffnet, wagten sie sich in die Tiefe. Die Luft war still, schwer und trug den trockenen, staubigen Geruch vergessener Jahrhunderte. Der erste Gang, den sie betraten, war monumental. Er war direkt in den anstehenden Kalkstein gehauen, eine Meisterleistung der Ingenieurskunst für sich. Die flackernden Lichter ihrer Fackeln tanzten an den Wänden und warfen lange, unheimliche Schatten, die jeden Schritt zu einem Sprung ins Unbekannte machten. Zu beiden Seiten des Hauptkorridors öffneten sich Nischen, große, gewölbte Kammern, die in regelmäßigen Abständen aus dem Fels geschlagen waren. Die meisten waren leer. Die Stille war fast greifbar, nur unterbrochen vom Knistern der Flammen und dem gedämpften Geräusch ihrer eigenen Schritte auf dem sandbedeckten Boden. Man kann sich die Mischung aus Ehrfurcht und Anspannung vorstellen, die Mariette gefühlt haben muss. Er folgte den Spuren der Priester und Arbeiter, die diesen Weg vor so langer Zeit zum letzten Mal gegangen waren. Dann, als sie tiefer in das Labyrinth vordrangen, sahen sie es. In einer der seitlichen Kammern stand nicht nur Leere. Dort ruhte ein Objekt von unvorstellbarer Größe und Masse. Ein monolithischer Kasten aus dunklem, poliertem Stein. Ein Sarkophag. Aber dieses Wort scheint fast unzureichend. Er war kolossal. Ein einziger Block aus massivem Granit, der die Nische fast vollständig ausfüllte. Das Fackellicht glitt über seine perfekt glatten Oberflächen und enthüllte eine Präzision, die im Widerspruch zu seiner schieren Masse stand. Der Deckel allein, ebenfalls ein massiver Monolith, wog schätzungsweise 30 Tonnen. Der Kasten selbst wog weitere 60 bis 70 Tonnen. Mariette und seine Männer standen wie erstarrt davor. Wie war es möglich, ein solches Objekt nicht nur zu erschaffen, sondern es auch durch diese engen unterirdischen Gänge zu manövrieren und mit äußerster Genauigkeit in seiner Kammer zu platzieren?
Dies war die erste von 24 solcher Begegnungen. Jeder Sarkophag war ein stiller, unbeweglicher Wächter, ein Zeugnis für eine technische Fähigkeit, die sofort alle einfachen Erklärungen in Frage stellte. Die schiere Existenz dieser Granitkolosse im Untergrund von Saqqara wirft eine fundamentale Frage auf, die wir klären müssen, bevor wir uns ihrer präzisen Bearbeitung widmen. Woher kamen sie? Die Antwort liegt fast 900 Kilometer südlich von Saqqara in den alten Steinbrüchen von Assuan. Hier, an den Ufern des Nils, tritt der geologische Grundsockel Afrikas in Form von massivem Rosengranit und schwarzem Diorit an die Oberfläche. Dieser Stein war im alten Ägypten hochgeschätzt für seine Härte, seine Langlebigkeit und seine Schönheit. Er war das Material für Obelisken, Statuen und eben auch für die heiligsten Sarkophage. Die Herausforderung beginnt bereits im Steinbruch. Granit ist ein extrem hartes Gestein. Auf der Mohs-Skala, die die Härte von Mineralien misst, erreicht er einen Wert von 6 bis 7. Die Werkzeuge der alten Ägypter bestanden hauptsächlich aus Kupfer und später Bronze, die auf derselben Skala viel weicher sind. Um den Granit zu bearbeiten, schlugen die Arbeiter mit harten Doleritkugeln unzählige Male auf den Stein, um Gräben um den gewünschten Block zu pulverisieren. Es war eine Arbeit von unvorstellbarer Mühsal und Geduld. Sobald ein Block von etwa 100 Tonnen, das Gesamtgewicht eines Serapeum-Sarkophags, aus dem Muttergestein befreit war, begann die nächste, monumentale Aufgabe: der Transport. Man stelle sich vor, diesen massiven Steinblock aus dem Steinbruch zu einer Verladestelle am Nil zu bewegen, wahrscheinlich auf Holzschlitten über eine eigens errichtete Rampe. Dort musste er auf ein speziell gebautes Lastschiff verladen werden. Die Reise flussabwärts nach Saqqara war eine logistische Meisterleistung, die eine genaue Kenntnis der Strömungen des Nils, des Gewichtsmanagements und der Koordination Hunderter, wenn nicht Tausender Arbeiter erforderte. Jeder Schritt dieser Reise, vom ersten Schlag im Steinbruch bis zur Ankunft in der Nekropole von Saqqara, war eine gewaltige Ingenieurleistung. Und all dies war nur die Vorbereitung. Der rohe, 100 Tonnen schwere Block war erst der Anfang. Die wahre Magie, das eigentliche Rätsel, begann erst, als die Steinmetze ihre Arbeit an diesem unversöhnlichen Material aufnahmen. Guten Abend. Wenn wir tiefer in die Gänge des Serapeums hinabsteigen, lassen wir die Welt der einfachen Erklärungen hinter uns. Wir betreten nun das Reich der reinen Form, der stillen, aber überwältigenden Sprache des Steins selbst. Denn es ist nicht nur die schiere Größe dieser Sarkophage, die uns den Atem raubt. Es ist die Präzision ihrer Fertigung, eine Präzision, die selbst mit modernen Werkzeugen eine Herausforderung darstellen würde. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem dieser Monolithen aus Rosengranit, geholt aus den fernen Steinbrüchen von Assuan. Fahren Sie in Gedanken mit Ihrer Hand über die Oberfläche. Sie würden keine Unebenheit spüren. Die Flächen sind so eben und glatt poliert, dass sie das flackernde Licht ihrer Fackel wie ein dunkler Spiegel reflektieren würden. Ingenieure, die diese Objekte mit modernen Messinstrumenten untersucht haben, berichten von einer erstaunlichen Ebenheit und perfekten rechten Winkeln, sowohl innen als auch außen. Die inneren Ecken sind nicht gerundet, wie man es bei einfacheren Aushöhlungstechniken erwarten würde. Sie sind scharf, präzise und zeugen von einer Meisterschaft, die schwer zu fassen ist. Die Deckel, selbst 30 Tonnen schwer, passen so exakt auf die Kästen, dass man kaum ein Blatt Papier dazwischen schieben könnte.
Dies schuf eine nahezu hermetische Versiegelung. Wir sprechen hier nicht von groben, rituellen Objekten, bei denen die Symbolik wichtiger war als die Ausführung. Wir sprechen von Objekten, die nach den Maßstäben der Feinmechanik gefertigt zu sein scheinen. Die Toleranzen sind minimal. Diese Qualität steht in einem seltsamen Kontrast zu vielen anderen, unbestreitbar altägyptischen Artefakten, die oft eine charmante, handgemachte Ungenauigkeit aufweisen. Hier jedoch finden wir eine kalte, fast industrielle Perfektion. Diese Perfektion ist keine bloße ästhetische Spielerei. Sie ist eine technische Aussage. Sie schreit uns eine Frage entgegen, die durch die stillen Gänge hallt: Wie? Wie haben die Handwerker des alten Ägypten mit den Werkzeugen, die wir ihnen zuschreiben, eine solche makellose Geometrie in einem der härtesten Gesteine der Welt erreicht? Diese Frage führt uns unweigerlich zum nächsten Kapitel unseres Rätsels, dem Werkzeugkasten der Pharaonen. Die konventionelle Ägyptologie gibt uns eine klare Antwort auf die Frage nach den Werkzeugen. Die alten Ägypter nutzten Kupfermeißel und Sägen, Doleritkugeln zum Hämmern und Quarzsand als Schleifmittel. Diese Werkzeuge existierten, das belegen zahlreiche archäologische Funde. Sie waren zweifellos ausreichend, um die weicheren Kalk- und Sandsteine zu bearbeiten, aus denen die meisten Tempel und Gräber erbaut wurden. Doch wenn wir vor den Granitkolossen des Serapeums stehen, beginnt dieses Bild zu bröckeln. Granit ist ein extrem hartes Gestein. Kupfer ist ein vergleichsweise weiches Metall. Der Versuch, Granit mit einem Kupfermeißel zu bearbeiten, ist ein frustrierendes Unterfangen. Das Werkzeug würde schneller verschleißen als der Stein. Man argumentiert, dass die Ägypter die Kupferwerkzeuge durch Härtungsprozesse verbesserten und unermüdlich mit Dolerithämmern arbeiteten, um den Stein langsam zu zermürben. Für das Polieren sei dann Sand, nass oder trocken, unter Druck gerieben worden, ein Prozess von unvorstellbarer Dauer und Mühe. Doch diese Erklärung, so plausibel sie für kleinere Objekte klingen mag, stößt bei den Serapeum-Sarkophagen an ihre Grenzen. Wie konnte mit diesen Methoden eine solch makellose Ebenheit über mehrere Meter hinweg erreicht werden? Wie wurden die perfekten, scharfen Innenecken geschnitten, in die kein Hammer und keine Schleifhand passte? Der schiere Materialabtrag, das Aushöhlen von über 60 Tonnen Gestein aus dem Inneren des Blocks, stellt eine logistische und technische Herausforderung dar, für die die bekannten Werkzeuge unzureichend erscheinen. Es entsteht eine intellektuelle Kluft zwischen dem, was wir sehen, dem Endprodukt, und dem, was wir zu wissen glauben, dem Herstellungsprozess. Ich spreche hier nicht von außerirdischen Technologien oder verlorenen Superzivilisationen. Das wäre eine zu einfache Antwort auf eine komplexe Frage. Stattdessen müssen wir als Historiker die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die alten Ägypter Techniken oder Werkzeuge kannten, die für uns verloren gegangen sind. Vielleicht eine Form der akustischen Bohrung, eine vergessene chemische Methode zur Gesteinserweichung oder einfach nur ein Maß an Geduld und Präzision, das unsere moderne Vorstellungskraft übersteigt. Die Sarkophage selbst sind das stärkste Argument dafür, dass unser Verständnis ihrer Technologie unvollständig ist. Sie sind steinerne Zeugen einer Fähigkeit, die wir noch nicht vollständig erklären können. Stellen Sie sich die fieberhafte Erwartung von Auguste Mariette und seinem Team vor, als sie im Jahr 1851 endlich einen Weg in die versiegelten Nischen des Serapeums fanden. Nach Jahren der Suche, geleitet von den Schriften des antiken Geographen Strabon, standen sie vor diesen monumentalen Sarkophagen. Sie waren überzeugt,
hier die unberührten Bestattungen der heiligen Apis-Stiere zu finden, intakt seit Tausenden von Jahren. Die Arbeiter setzten Hebel an, stemmten sich mit aller Kraft gegen die tonnenschweren Deckel. Die Spannung muss greifbar gewesen sein. Doch was sie fanden, war nicht der Goldschatz eines Pharaos oder die sorgfältig mumifizierte Gestalt eines heiligen Tieres. Was sie fanden, war in den meisten Fällen nichts. Von den 25 großen Sarkophagen war nur einer scheinbar unberührt. Doch auch dieser enthielt keine Mumie, sondern nur eine unordentliche dicke Schicht aus Bitumen, vermischt mit zerstoßenen Knochenfragmenten. Die anderen waren komplett leer. Diese Leere ist vielleicht das größte Rätsel des Serapeums. Die gängigste Erklärung ist die Grabräuberei in der Antike. Doch diese Theorie wirft sofort neue Fragen auf. Wie konnten antike Räuber die 30 Tonnen schweren Deckel bewegen, ohne sie zu zerstören? Es gibt kaum Spuren von gewaltsamem Eindringen. Die Deckel saßen oft noch perfekt auf den Kästen. Und was hätten sie gestohlen? Die Mumie eines Stieres, selbst wenn sie mit Amuletten geschmückt war, versprach nicht die Reichtümer einer Königsbestattung. Einige Forscher schlagen eine andere, fast noch beunruhigendere Möglichkeit vor. Was, wenn die Sarkophage nie für Bestattungen im herkömmlichen Sinne gedacht waren? Was, wenn ihr Zweck ein ganz anderer war, einer, den wir heute nicht mehr verstehen? Die immense Anstrengung, die in ihre Herstellung floss, scheint in keinem Verhältnis zu ihrem anscheinend profanen Inhalt oder dessen Abwesenheit zu stehen. Die leeren Kästen wirken wie riesige, unbenutzte Behälter, die auf etwas warten. Oder vielleicht hatten sie ihre Funktion bereits erfüllt. Eine Funktion, die nichts Materielles hinterließ. Die Stille in den leeren Granitwannen ist lauter als jeder Schrei. Sie erzählt nicht von Raub, sondern von einem fundamentalen Missverständnis unsererseits über den wahren Zweck dieses unterirdischen Heiligtums. Die Abwesenheit von Beweisen wird hier selbst zum Beweis, einem Beweis dafür, dass wir die richtige Frage vielleicht noch gar nicht gestellt haben. Inmitten all dieser Rätsel aus Stein und Stille gibt es jedoch eine Stimme, die zu uns spricht. Die Stimme der Hieroglyphen. An einigen der Sarkophage finden sich Inschriften. Sie sind unsere direkteste Verbindung zu den Menschen, die diesen Ort nutzten. Diese Texte scheinen auf den ersten Blick das Rätsel zu lösen. Sie nennen Pharaonen der späten Zeit wie Amasis oder den persischen König Kambyses und datieren die Bestattung eines Apis-Stieres in deren Regierungsjahre. Sie folgen oft einer Standardformel, die den verstorbenen Apis mit dem Gott Osiris gleichsetzt und ihm ein ewiges Leben wünscht. Damit scheint der Fall klar. Es handelt sich um Särge für die heiligen Stiere, die während der Saiten- und Perserzeit hier beigesetzt wurden. Doch wenn man genauer hinsieht, entsteht eine bemerkenswerte Dissonanz. Die Qualität dieser Inschriften steht in einem schockierenden Kontrast zur Perfektion der Sarkophage selbst. Während der Kasten ein Meisterwerk der Steinbearbeitung ist, sind die Hieroglyphen oft grob, ungleichmäßig und wirken fast wie Graffiti. Sie sind nicht tief und präzise geschnitten, wie man es von königlichen Monumenten erwarten würde, sondern eher oberflächlich eingeritzt. Es ist, als hätte ein Meisteruhrmacher ein perfektes Chronometer gebaut und ein Kind hätte anschließend mit einem Nagel das Datum auf das Gehäuse gekratzt. Diese Diskrepanz hat zu einer faszinierenden Hypothese geführt. Was, wenn die Sarkophage und die Inschriften aus völlig unterschiedlichen Epochen stammen? Was, wenn die Pharaonen der späten Zeit
diese unglaublichen, viel älteren Artefakte in einem bereits existierenden Tunnelsystem vorfanden und sie für ihre eigenen rituellen Zwecke wiederverwendeten? In diesem Szenario hätten sie die Inschriften nachträglich anbringen lassen, um die Objekte für sich zu beanspruchen und in ihr eigenes Glaubenssystem zu integrieren. Diese Idee würde viele der Widersprüche erklären. Die überlegene, aber anachronistische Technologie der Kästen, ihre oft leeren Zustände und die minderwertige Qualität der Beschriftung. Die Hieroglyphen wären dann nicht das Zeugnis der Erbauer, sondern das der späteren Nutzer. Sie verraten uns vielleicht nicht, wer diese Monolithen erschaffen hat, sondern nur, wer sie zuletzt gefunden und für sich reklamiert hat. Das Flüstern der Hieroglyphen ist somit zweideutig. Es gibt uns eine offizielle Geschichte, aber der Stein, auf dem sie geschrieben steht, erzählt im Stillen eine ganz andere, viel ältere und tiefere Geschichte. Lassen Sie uns für einen Moment die kalten, messbaren Fakten des Steins verlassen und versuchen, durch die Augen eines Pharaos zu blicken. Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht nur ein Herrscher, sondern die Inkarnation eines Gottes auf Erden, der Vermittler zwischen dem Himmel und den Menschen. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, Kriege zu führen und das Land zu verwalten, sondern die kosmische Ordnung, die Ma'at, aufrechtzuerhalten. Jede ihrer Handlungen, jedes Bauwerk, das sie in Auftrag geben, ist ein Echo in der Ewigkeit, ein Zeugnis ihrer Frömmigkeit und ihrer Macht. In diesem Kontext ist das Serapeum kein bloßes Tiergrab. Es ist ein Staatsprojekt von höchster theologischer und politischer Bedeutung. Der Apis-Stier war kein gewöhnliches Tier. Er war die lebende Manifestation des Schöpfergottes Ptah von Memphis. Später synkretisiert mit dem Totengott Osiris zu Serapis. Ihn zu ehren bedeutete, die Schöpfungskraft selbst zu ehren und den Zyklus von Tod und Wiedergeburt zu sichern, der das Fundament des ägyptischen Glaubens bildete. Ein Pharao, der die Bestattung eines Apis-Stiers beaufsichtigte, sicherte nicht nur das Wohlwollen der Götter für sein Volk, sondern festigte auch seinen eigenen Anspruch auf Göttlichkeit und ein ewiges Leben nach dem Tod. Die enormen Kosten und der immense Aufwand für einen einzigen Sarkophag waren daher eine Investition in die Stabilität des Universums. Die Präzision war kein Selbstzweck, sie war ein Ausdruck der Perfektion der Ma'at. Ein makelloser Sarkophag spiegelte eine makellose kosmische Ordnung wider. Das verwendete Material, der Aswan-Granit, war nicht nur wegen seiner Härte gewählt, sondern auch wegen seiner symbolischen Verbindung zum Sonnenaufgang und zur ewigen Wiedergeburt. Jeder Schlag eines Meißels, jedes Polieren der Oberfläche war ein ritueller Akt, ein Gebet in Stein gemeißelt. Für den Pharao war die Schaffung dieser monolithischen Meisterwerke eine Demonstration seiner Fähigkeit, die chaotische, rohe Natur zu bändigen und sie in eine perfekte, göttliche Form zu bringen. Eine Metapher für seine Herrschaft über Ägypten selbst. Es war ein Statement an die Götter, an sein Volk und an die Nachwelt. Seht, ich habe die Ordnung bewahrt. Meine Macht ist so beständig wie dieser Stein. Mein Vermächtnis wird die Jahrtausende überdauern. Um die Einzigartigkeit der Serapeum-Sarkophage wirklich zu erfassen, müssen wir sie in den langen, reichen Teppich der ägyptischen Bestattungsarchitektur einweben. Die Reise beginnt bescheiden, mit den Mastabas der frühen Dynastien, Gräber aus Lehmziegeln und später aus grob behauenem Kalkstein. Sie waren funktional, aber weit entfernt von der Präzision, die wir später sehen. Dann, in der 3. Dynastie, revolutionierte Imhotep mit der Stufenpyramide
des Djoser alles. Hier sehen wir den ersten monumentalen Steinbau, ein gewaltiger Sprung nach vorn. Doch die Sarkophage dieser Zeit waren noch relativ einfach, oft aus Alabaster oder Kalkstein gefertigt. Das Alte Reich brachte uns die Giganten von Gizeh. Die großen Pyramiden sind ein Wunder der Logistik und des Ingenieurwesens. Ihre äußere Präzision ist legendär. Doch blicken wir ins Innere, in die Königskammer der Cheops-Pyramide. Der dortige Granitsarkophag ist massiv und beeindruckend, aber seine Oberflächen und Kanten weisen nicht die fast übernatürliche Perfektion der Serapeum-Boxen auf. Er ist ein mächtiges, aber unvollkommenes Gefäß. Im Neuen Reich verlagerte sich der Fokus. Die Pharaonen verbargen ihre Gräber im Tal der Könige. Die Betonung lag auf kunstvollen Wandmalereien und einer Reihe von ineinander verschachtelten Särgen, oft aus Holz, Gold und weicheren Gesteinsarten. Der Schutz lag im Verborgenen, nicht in der monolithischen Unbezwingbarkeit. Und dann kommen wir zur Spätzeit und der ptolemäischen Ära, einer Periode, die oft als Zeit des Niedergangs und fremder Herrschaft angesehen wird. Und genau hier liegt das Paradox. In einer Zeit, in der die Macht Ägyptens schwand, erreichte die Kunst der monolithischen Steinbearbeitung in den unterirdischen Gängen von Saqqara einen absoluten, nie zuvor und nie danach erreichten Höhepunkt. Während frühere Dynastien ganze Berge versetzten, um ihre Gräber zu errichten, konzentrierten die Schöpfer des Serapeums all ihre Meisterschaft auf diese einzelnen, perfekten Objekte. Es ist, als hätte sich das gesamte Wissen von Generationen von Steinmetzen, Mathematikern und Priestern in diesen dunklen Kammern verdichtet. Sie sind keine Weiterentwicklung, sondern ein Quantensprung, der aus seinem historischen Kontext herauszufallen scheint. Sie sind die späten Giganten, deren technische Brillanz die ihrer berühmteren Vorfahren in den Schatten stellt und uns fragend zurücklässt. In der tiefen Stille der unterirdischen Galerien spricht der Stein eine lautlose Sprache. Die Sprache der Mathematik. Die Sarkophage des Serapeums sind nicht einfach nur große Kisten. Sie sind geometrische Körper von atemberaubender Präzision. Betrachten wir zunächst die Grundlagen, die Ebenheit der Flächen. Moderne Ingenieure, die diese Oberflächen mit Präzisionsinstrumenten wie Richtplatten untersucht haben, berichten von Abweichungen, die so gering sind, dass sie selbst mit heutiger Technologie nur schwer zu reproduzieren wären. Wie erreichten die alten Ägypter eine solche Perfektion auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern harten Granits? Einfache Wasserwagen oder das bloße Auge scheinen hierfür unzureichend. Dann sind da die rechten Winkel. Wir sprechen nicht von annähernd rechten Winkeln, sondern von einer Orthogonalität, die über die gesamte Höhe und Breite der Innen- und Außenflächen beibehalten wird. Jeder, der jemals versucht hat, auch nur ein kleines Holzstück perfekt rechtwinklig zu schneiden, kann die monumentale Herausforderung erahnen, dies bei einem 100 Tonnen Granitblock zu tun. Die inneren Ecken sind besonders rätselhaft. Sie sind scharf und präzise, ohne die abgerundeten Spuren, die man von rotierenden Werkzeugen erwarten würde. Dies deutet auf Techniken hin, die uns heute nicht mehr vollständig bekannt sind. Und natürlich die Maße selbst. Viele Forscher haben versucht, in den Dimensionen der Sarkophage einen Code zu finden, basierend auf der ägyptischen Königsselle. Es gibt faszinierende Korrelationen, die darauf hindeuten, dass die Proportionen nicht willkürlich waren, sondern einem bewussten, harmonischen Plan folgten. Einige gehen weiter und sehen Hinweise auf fortgeschrittene mathematische Konstanten wie Pi oder den goldenen Schnitt.
Hier müssen wir als Historiker vorsichtig sein und uns von Spekulationen fernhalten. Doch was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Schöpfer dieser Objekte ein tiefes, praktisches Verständnis von Geometrie besaßen. Es war eine angewandte Mathematik, deren Ziel die physische Manifestation von Perfektion war. In der Dunkelheit von Saqqara wurde die Geometrie zu einer Form der Theologie, ein Weg, die göttliche Ordnung im unvergänglichen Stein abzubilden und so ein Gefäß zu schaffen, das der Ewigkeit würdig war. Abseits der visuellen und taktilen Wunder der Sarkophage gibt es eine weitere, oft übersehene Dimension: den Klang oder vielmehr seine Abwesenheit und mögliche Manipulation. Stellen Sie sich vor, Sie steigen hinab in die Krypten des Serapeums. Die dicken Felswände und die enorme Masse des Gesteins schirmen Sie von der Außenwelt ab. Es herrscht eine Stille, die so tief ist, dass Sie das Rauschen Ihres eigenen Blutes hören können. Wenn nun der massive, tonnenschwere Deckel auf einen dieser Sarkophage abgesenkt wird, dessen Kanten so perfekt geschliffen sind, dass sie eine nahezu hermetische Versiegelung bilden, entsteht im Inneren eine Kammer von absoluter Stille und Dunkelheit. Doch diese Steinkästen sind mehr als nur schalldichte Behälter. Sie sind potenzielle Resonanzkörper. Jeder Hohlraum hat eine natürliche Frequenz, bei der er zu schwingen beginnt. Ein Granitkasten dieser Größe, Dichte und geometrischen Perfektion müsste eine sehr spezifische und kraftvolle Resonanzfrequenz besitzen. Einige Forscher, die sich mit Archäoakustik beschäftigen, haben die Hypothese aufgestellt, dass diese Eigenschaften bewusst genutzt worden sein könnten. Könnte es sein, dass rituelle Gesänge oder das Summen auf einer bestimmten Tonhöhe die gesamte Kammer und den Sarkophag in Schwingung versetzten? Ein tiefes, durchdringendes Brummen, das man mehr fühlt als hört? Ein Klang, der die Grenzen der normalen Wahrnehmung überschreitet. Solche niederfrequenten Schwingungen können nachweislich die menschliche Gehirnaktivität beeinflussen und zu veränderten Bewusstseinszuständen führen. War dies vielleicht ein beabsichtigter Teil der heiligen Rituale, die hier in der Dunkelheit stattfanden? Wurden die Sarkophage nicht nur als letzte Ruhestätte für den heiligen Stier konzipiert, sondern auch als Instrumente für die Priester? Als Werkzeuge, um durch Klang und Schwingung eine Verbindung zum Göttlichen, zur Welt der Toten herzustellen? Dies ist spekulativ, gewiss. Es gibt keine Texte, die dies bestätigen. Doch wenn wir die physikalischen Eigenschaften dieser Strukturen betrachten, ist es eine faszinierende Möglichkeit. Die Akustik der Dunkelheit könnte ein ebenso tiefes Geheimnis bergen wie die Präzision des Steins selbst. Guten Abend. Wenn wir unseren Blick von den staubigen Gängen des Serapeums lösen und ihn über den Globus schweifen lassen, stellen wir fest, dass die Rätsel von Saqqara nicht in einem Vakuum existieren. Die Menschheit hat an vielen Orten und zu verschiedenen Zeiten Monumente aus Stein geschaffen, deren Präzision und Maßstab uns heute noch in Erstaunen versetzen. In den Hochebenen der Anden, in Pumapunku in Bolivien, finden wir Blöcke aus Diorit und Andesit, die mit einer fast unbegreiflichen Genauigkeit bearbeitet wurden. Komplexe, ineinandergreifende Formen, Haarblöcke mit perfekt ebenen Flächen und scharfen Kanten, die aussehen, als wären sie aus einer Form gegossen und nicht aus einem der härtesten Gesteine der Welt gemeißelt worden. Weiter nördlich, in Peru, zeugen die Mauern von Cusco und Sacsayhuaman von einer Meisterschaft in der polygonalen Steinbearbeitung. Riesige, unregelmäßig geformte Blöcke, die tonnenschwer sind,
wurden so nahtlos aneinandergefügt, dass kein Blatt Papier zwischen sie passt. Es gibt keine Spuren von Mörtel, nur das pure Gewicht und die perfekte Passform halten diese Strukturen seit Jahrhunderten zusammen. Diese Parallelen sollen nicht suggerieren, dass es eine direkte Verbindung zwischen den Erbauern des Serapeums und den Kulturen der Anden gab. Solche Theorien führen oft in das Reich der Spekulation. Vielmehr zeigen uns diese Beispiele, dass der Drang, das scheinbar Unmögliche in Stein zu manifestieren, ein tief menschlicher ist. Sie werfen jedoch dieselbe grundlegende Frage auf, die uns auch im Serapeum beschäftigt. Wie? Mit welchen Werkzeugen und Techniken erreichten diese alten Völker eine solche Perfektion? Die konventionellen Erklärungen, Stein- und Kupferwerkzeuge, Sand als Schleifmittel, unendlich viel Zeit und Arbeitskraft, scheinen angesichts der harten Materialien und der makellosen Oberflächen oft unzureichend. Die Parallelen lehren uns Demut. Sie erinnern uns daran, dass unsere Vorfahren über ein Wissen und Fähigkeiten verfügten, die wir heute nur schwer rekonstruieren können. Das Serapeum ist kein isoliertes Wunder, sondern der ägyptische Ausdruck eines globalen Phänomens meisterhafter Steinbearbeitung, das die Grenzen unseres Verständnisses von antiker Technologie immer wieder neu auslotet und uns zwingt, unsere Annahmen über die Vergangenheit zu hinterfragen. Die Ägyptologie als wissenschaftliche Disziplin hat unser Verständnis des alten Ägypten revolutioniert. Sie hat uns die Hieroglyphen entziffern, die Chronologie der Pharaonen erstellen und die komplexen religiösen Vorstellungen nachvollziehen lassen. Doch angesichts der Sarkophage des Serapeums stößt das etablierte Modell an seine Grenzen. Die Standarderklärung für die Bearbeitung von Hartgestein, wie Granit oder Diorit, beruht auf einer Kombination von Werkzeugen und Techniken, die wir aus archäologischen Funden kennen. Man spricht von Doleritkugeln, mit denen das Gestein grob in Form geschlagen wurde. Man verweist auf Kupfersägen und Bohrer, die in Verbindung mit einem Abrasivmittel wie Quarzsand genutzt wurden, um Schnitte und Bohrungen zu erzeugen. Für die abschließende Politur seien feinerer Sand und unermüdliche menschliche Arbeit verantwortlich gewesen. Diese Erklärungen funktionieren gut für viele der Artefakte, die wir aus Ägypten kennen: Statuen aus Sandstein, Tempelblöcke aus Kalkstein. Hier sind die Spuren solcher Werkzeuge oft nachweisbar. Doch im Serapeum scheint die Realität die Theorie zu überholen. Die Innen- und Außenflächen der Sarkophage sind nicht nur glatt, sie sind optisch eben. Messungen mit modernen Präzisionsinstrumenten haben Abweichungen von nur wenigen Tausendstel Zoll ergeben. Wie lässt sich eine solche Ebenheit durch das Schlagen mit Steinkugeln und das Schleifen von Hand erreichen? Die inneren Ecken der Sarkophage sind oft perfekt rechtwinklig und scharfkantig. Ein Ergebnis, das mit rotierenden Bohrern oder Schleifwerkzeugen nur schwer zu erzielen ist, ohne eine verräterische runde Kante zu hinterlassen. Die schiere Masse der abgetragenen Materials, um einen 100-Tonnen-Block in einen Sarkophag zu verwandeln, ist gewaltig. Die Zeit und der Aufwand, dies mit den bekannten Werkzeugen zu bewerkstelligen, wären astronomisch. Dies ist kein Vorwurf an die Ägyptologie. Es ist eine Feststellung, dass es Anomalien gibt, die nicht vollständig in das bestehende technologische Paradigma passen. Es ist der Punkt, an dem die Wissenschaft gefordert ist, offen zu bleiben, alternative Hypothesen zu prüfen und zuzugeben, dass wir vielleicht noch nicht alle Antworten haben. Die Sarkophage des Serapeums sind stumme Zeugen einer Fähigkeit, die uns herausfordert,
die technologische Geschichte neu zu denken. In der Stille der Wüste, unweit des Plateaus von Saqqara und sogar in einer der Nischen des Serapeums selbst, finden wir vielleicht die aufschlussreichsten Zeugen des gesamten Rätsels: die unvollendeten Sarkophage. Diese monumentalen Fehlschläge sind für den Historiker wertvoller als Gold, denn sie frieren den Herstellungsprozess in einem bestimmten Moment ein und gewähren uns einen seltenen Einblick in die Methoden und Herausforderungen der alten Steinmetze. Einer dieser unfertigen Kolosse liegt noch heute in seinem ursprünglichen Stollen. Man kann die ersten groben Schnitte erkennen, die den Block vom Felsbett trennten. Man sieht die ersten Versuche, die äußere Form zu definieren. Doch dann geschah die Katastrophe. Ein Riss offenbarte sich im Gestein, eine unvorhergesehene Schwäche im Material, die den gesamten Block unbrauchbar machte. Hunderte, vielleicht Tausende Stunden Arbeit waren mit einem Mal verloren. Ein anderer Sarkophag im Serapeum selbst wurde fast fertiggestellt. Doch ein Fehler in der Bearbeitung der Innenseite, vielleicht ein Abrutschen des Werkzeugs, eine falsche Messung, führte dazu, dass er aufgegeben wurde. Diese Fehler sind aus mehreren Gründen faszinierend. Zum einen zeigen sie uns, dass die Erbauer Menschen waren, die mit den Tücken des Materials und den Grenzen ihrer eigenen Fähigkeiten kämpften. Sie entmystifizieren den Prozess ein wenig und rücken ihn weg von übernatürlichen Erklärungen. Zum anderen unterstreichen sie aber auch die unglaublich hohen Standards, die angelegt wurden. Ein Riss, der für ein modernes Bauprojekt vielleicht akzeptabel wäre, führte zur sofortigen Aufgabe. Eine unvollkommene Ecke machte einen fast fertigen, 80 Tonnen schweren Behälter wertlos. Dies spricht für einen Zweck, der über das rein Funktionale hinausging. Es ging nicht nur darum, einen Behälter für einen Stier zu schaffen, es ging um Perfektion, um eine rituelle oder symbolische Notwendigkeit für makellose Oberflächen und exakte Geometrie. Die unvollendeten Werke sind der forensische Beweis für einen Prozess von unvorstellbarer Mühe und Präzision. Sie zeigen uns die einzelnen Schritte und lassen uns gleichzeitig noch tiefer über die Werkzeuge staunen, die diese Schritte ermöglichten. Sie sind der Schlüssel, der die Tür zum Verständnis vielleicht nicht ganz öffnet, aber uns zumindest einen Blick durch das Schlüsselloch gewährt. Wie alle großen Monumente der Antike ist auch das Serapeum nicht nur eine Geschichte von Bau und Nutzung, sondern auch eine von Verfall und Vergessen. Über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, war dieser Ort ein pulsierendes Herz des ägyptischen Glaubens. Pilger kamen, Priester vollzogen ihre Riten, und mit dem Tod jedes Apis-Stieres wurde ein Zyklus von Trauer, Mumifizierung und feierlicher Beisetzung in Gang gesetzt. Doch die Welt um Saqqara veränderte sich. Das Ptolemäische und später das Römische Reich brachten neue Götter und neue Weltanschauungen nach Ägypten. Während der Apis-Kult eine bemerkenswerte Langlebigkeit bewies und selbst von einigen römischen Kaisern noch respektiert wurde, zog am Horizont eine neue, monotheistische Religion auf: das Christentum. Mit dem Edikt von Thessalonika im Jahr 380 nach Christus erklärte Kaiser Theodosius I. das Christentum zur alleinigen Staatsreligion des Römischen Reiches. Dies war der Anfang vom Ende für die alten Kulte Ägyptens. Tempel wurden geschlossen, ihre Ländereien konfisziert und ihre Priesterschaften aufgelöst. An vielen Orten kam es zu gewaltsamen Aktionen, bei denen Statuen zerstört und heilige Stätten entweiht wurden. Das Serapeum von Alexandria, das große Schwesterheiligtum, wurde 391 nach Christus von einem christlichen Mob zerstört. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass das Serapeum von Saqqara ein ähnliches Schicksal erlitt oder, um einer solchen Zerstörung zuvorzukommen, von seinen letzten verbliebenen Priestern versiegelt wurde. Der letzte datierte Apis-Stier starb während der Herrschaft von Kaiser Julian um das Jahr 362. Danach versiegen die Quellen. Wir können uns vorstellen, wie die letzten Gläubigen die Gänge ein letztes Mal durchschritten, die Fackeln löschten und den gewaltigen Eingang mit Sand und Schutt verschlossen. Sie begruben nicht nur einen Stier, sondern eine ganze Weltanschauung. Über 1500 Jahre lang ruhte das Serapeum in der Stille der Wüste, seine gewaltigen Geheimnisse sicher vor der Welt verborgen. Der Sand, der es einst schuf, wurde nun zu seinem Leichentuch, bis Auguste Mariette im Jahr 1851 dem Flüstern der Sphinxen folgte und das Tor zu dieser verlorenen Welt wieder aufstieß. Die Debatte über die Präzision der Serapeum-Sarkophage hat das Reich der reinen Beobachtung verlassen und ist in die Welt der quantifizierbaren Daten eingetreten. In den letzten Jahrzehnten haben moderne Vermessungstechnologien, insbesondere die 3D-Laser-Scanning-Technologie, ein neues Licht auf diese monolithischen Meisterwerke geworfen. Wenn wir die kühle, unbestechliche Sprache der Zahlen sprechen lassen, wird das Mysterium nicht kleiner, sondern in gewisser Weise noch schärfer umrissen. Forscher wie Christopher Dunn, ein Ingenieur, der alte Technologien mit einem modernen Fertigungsauge betrachtet, haben Messungen durchgeführt, die selbst für heutige maschinelle Standards bemerkenswert wären. Laserscans enthüllen eine Ebenheit der Oberflächen, die über weite Strecken nur um wenige Tausendstel Zoll abweicht. Die inneren und äußeren Flächen sind oft nahezu perfekt parallel zueinander. Die Ecken, sowohl innen als auch außen, weisen eine erstaunliche Rechtwinkligkeit auf, die mit einfachen Handwerkzeugen kaum zu erreichen ist, besonders nicht in Materialien wie Granit oder Diorit. Diese Daten erlauben uns, über das bloße Staunen hinauszugehen. Ein Handwerker, der mit einem Kupfermeißel und einem Diorithammer arbeitet, kann zweifellos beeindruckende Ergebnisse erzielen. Aber kann er eine 25 Tonnen schwere Granitkiste so bearbeiten, dass ihre Innenflächen eine spiegelglatte Oberfläche und eine geometrische Präzision aufweisen, die man eher von einer optischen Werkbank erwarten würde? Die Scans zeigen, dass die Deckel oft so perfekt auf die Kisten passen, dass kaum ein Blatt Papier dazwischen geschoben werden kann. Dies erfordert nicht nur präzise Schnitte, sondern auch eine vollkommene Ebenheit beider Kontaktflächen über mehrere Quadratmeter. Die moderne Messtechnik stellt uns vor eine klare Diskrepanz. Auf der einen Seite haben wir das archäologisch belegte Werkzeugset der alten Ägypter. Auf der anderen Seite haben wir ein Endprodukt, dessen messbare Eigenschaften die erwartbaren Ergebnisse dieser Werkzeuge bei weitem zu übertreffen scheinen. Es geht nicht darum, den Ägyptern ihre Fähigkeiten abzusprechen, sondern darum, die Lücke in unserem Verständnis zu erkennen. Die Laserstrahlen, die über den polierten Granit tanzen, zeichnen nicht nur die Form des Sarkophags nach, sondern auch die Konturen eines tiefen technologischen Rätsels. Das Serapeum von Saqqara ist mehr als nur eine archäologische Stätte. Es ist zu einem kulturellen Phänomen geworden, ein Resonanzkörper für unsere tiefsten Fragen über die Vergangenheit und unsere eigene technologische Arroganz. Die schiere Unwahrscheinlichkeit dieser Granitkolosse hat sie zu einem zentralen Exponat in der Galerie der alternativen Geschichtsschreibung gemacht. In unzähligen Dokumentationen, Büchern und Online-Foren werden die Sarkophage als Beweisstück A für die Existenz vergessener Hochtechnologien, außerirdischer Hilfe
oder einer unbekannten prädynastischen Zivilisation angeführt. Diese Erzählungen sind verführerisch, denn sie bieten einfache Antworten auf komplexe Fragen. Sie speisen sich aus einer legitimen Skepsis gegenüber dogmatischen Erklärungen und einem echten Gefühl des Staunens. Als Historiker ist es unsere Aufgabe, diese Faszination nicht zu verurteilen, sondern sie zu verstehen. Das Serapeum fordert unsere Vorstellungskraft heraus. Und in diesem Raum zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten gedeihen Mythen. Doch während wir die Faszination anerkennen, müssen wir auch die Grenze zur Fiktion ziehen. Die Behauptung, die Ägypter hätten diese Objekte nicht herstellen können, ist eine starke Behauptung, die außergewöhnliche Beweise erfordert. Bisher fehlen diese. Es gibt keine Überreste von fortschrittlichen Maschinen, keine Papyri, die verlorene Schall- oder Lasertechnologien beschreiben. Stattdessen gibt es eine kulturelle Kontinuität, die den Apis-Kult fest in der ägyptischen Theologie und Gesellschaft verankert. Das Serapeum ist somit ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein materielles Artefakt zu einem Symbol wird. Es spiegelt unsere eigenen Sehnsüchte und Ängste wider. Die Sehnsucht nach einer verlorenen, glorreichen Vergangenheit und die Angst, dass unser eigenes wissenschaftliches Weltbild unvollständig sein könnte. Die Sarkophage sind zu Projektionsflächen geworden, auf denen jeder seine eigene Version der Geschichte schreiben kann. Sie sind ein stilles, aber mächtiges Echo in unserer Kultur, das uns daran erinnert, dass die Vergangenheit nie wirklich vergangen ist. Sie wird ständig neu interpretiert und neu erfunden. Um das Rätsel der Sarkophage zu verstehen, müssen wir uns vom reinen Fokus auf die Technik lösen und uns der Theologie zuwenden. Was war der Apis-Stier, dass er eine solche monumentale Anstrengung rechtfertigte? Er war weit mehr als nur ein Tier. In der ägyptischen Kosmologie war der Apis die lebende Inkarnation, das Ba des Schöpfergottes Ptah von Memphis. Seine Geburt war ein nationales Ereignis, sein Leben ein Orakel und sein Tod eine Staatstrauer. Jeder Apis-Stier musste bestimmte heilige Merkmale aufweisen, ein weißes Dreieck auf der Stirn, die Abbildung eines Geiers auf dem Rücken, ein Skarabäuszeichen unter der Zunge. Wurde ein solches Tier gefunden, wurde es in einem Tempel in allen Ehren gehalten. Er war ein Vermittler zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Götter. Sein Wohlergehen war direkt mit dem Wohlergehen Ägyptens verknüpft. Wenn der Apis starb, wurde er nicht einfach nur begraben. Er durchlief einen aufwendigen, 70-tägigen Mumifizierungsprozess, ähnlich dem eines Pharaos. Danach wurde er in einer grandiosen Prozession zum Serapeum gebracht, um seine ewige Ruhe zu finden. In diesem Kontext erhält die Präzision der Sarkophage eine neue Dimension. Sie ist kein Selbstzweck, keine bloße Zurschaustellung technischer Fähigkeiten. Sie ist ein theologisches Imperativ. Für die Ägypter war die Perfektion des Grabes eine Voraussetzung für die Perfektion des Jenseits. Ein unvollkommener Sarkophag für die Inkarnation eines Gottes wäre ein Sakrileg gewesen, eine Störung der kosmischen Ordnung, der Ma'at. Der immense Aufwand, das Polieren des Granits bis zur Spiegelglätte, das Schneiden perfekter Winkel, all das war ein Akt der Anbetung, ein Gebet in Stein gemeißelt. Es war der Versuch, ein irdisches Gefäß zu schaffen, das der Heiligkeit seines Inhalts würdig war. Das Erbe des Apis ist also zweigeteilt. Es ist das materielle Erbe dieser unglaublichen Steinkisten, die uns heute vor technische Rätsel stellen. Aber es ist auch das immaterielle Erbe eines tiefen Glaubens, der Berge oder zumindest riesige Granitblöcke versetzen konnte. Die Sarkophage sind das letzte, steinerne Zeugnis einer tiefen Verehrung
für ein heiliges Tier, das als Brücke zum Göttlichen galt. Wir stehen am Ende unserer Reise durch die Gänge des Serapeums, umgeben von der tiefen, kalten Stille der Sarkophage. Wir haben ihre Entdeckung durch Mariette nachgezeichnet, ihre unglaubliche Masse und Präzision bestaunt und die theologischen Gründe für ihre Existenz erörtert. Und doch, nach all den Analysen und Erklärungen, bleibt das zentrale Mysterium bestehen. Vielleicht sogar schärfer als zuvor. Wie haben sie es getan? Diese einfache Frage hallt von den polierten Granitwänden wieder, unbeantwortet. Die ehrliche Antwort, die einzig intellektuell redliche Antwort lautet: Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Wir haben Theorien über Kupferwerkzeuge, Dolerithämmer und den unermüdlichen Einsatz von menschlicher Arbeitskraft über Jahre hinweg. Diese Theorien sind plausibel, aber sie erklären nicht vollständig die gemessene, fast maschinelle Perfektion. Die Lücke zwischen dem bekannten Werkzeugkasten und dem fertigen Produkt bleibt bestehen. Doch diese Lücke ist kein Scheitern der Archäologie. Im Gegenteil, sie ist eine Einladung. Sie lädt uns ein, unsere Vorstellungen von den Fähigkeiten antiker Völker zu überdenken. Sie zwingt uns, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es Techniken und Wissensformen gab, die keine Spuren in den archäologischen Aufzeichnungen hinterlassen haben, vielleicht Methoden, die auf einem tiefen, intuitiven Verständnis von Materialwissenschaft und Geometrie beruhten, das wir heute erst wieder entdecken. Das Mysterium des Serapeums lehrt uns Demut. Es erinnert uns daran, dass die Vergangenheit nicht einfach ein offenes Buch ist, das wir nach Belieben lesen können. Sie ist ein fremdes Land, voller verlorener Sprachen, vergessener Künste und ungeahnter Fähigkeiten. Die leeren Sarkophage, die nie einen Apis-Stier enthielten, sind vielleicht die eloquentesten. Sie stehen da, perfekt und unbenutzt, ein Denkmal für einen Glauben und eine Fähigkeit, die die Zeit überdauert haben. Ihre Stille ist nicht leer. Es ist eine Stille voller Fragen, die darauf warten, von zukünftigen Generationen gestellt und vielleicht eines Tages beantwortet zu werden. Bis dahin bleiben sie das, was sie seit ihrer Entdeckung waren: ein erhabenes, ungelöstes Rätsel, in Stein gemeißelt.